Hallo, in diesem Video möchte ich mit euch gemeinsam eine Geländerfüllung parametrisieren. Alle Punkte, die ich jetzt zeigen möchte, findet man auch natürlich hier in der Hilfe. Im Bereich Stahlbau, Treppengeländer, kundenspezifische Geländer und hier eine Variante. Ich habe das natürlich schon lange Zeit nicht mehr gemacht, deswegen sollte es nicht auf Anhieb funktionieren. Bitte seien Sie nachsichtig mit mir, aber natürlich wird Ihnen das auch immer wieder passieren, deswegen möchte ich das jetzt einfach mit euch gemeinsam machen. Ich werde das, so wie auch hier in diesem Beispiel, auf die Mindestvoraussetzungen, die man benötigt, also den Wert IH und IL, beschränken. Das heißt, dies wäre im ersten Schritt für ein gerades Geländerelement zur Verfügung. Wie gesagt, Sie können das hier drinnen alles auch nachschauen, wie die Punkte zu verwenden sind. Und dies möchte ich jetzt mit euch starten. So, im ersten Schritt beginne ich, dass ich hier eine neue Baugruppe erzeuge mit der rechten Maustaste. Oder ich kann natürlich dies auch mit der rechten Maustaste in der Grafik machen. Füllung, Video als Beispiel. So, ich möchte hier einen Baugruppenpunkt angeben, das heißt aber, ich sage hier in diesem Fall die mittlere Maustaste und habe ich hier meine Baugruppe. Jetzt gehe ich ins Feature mit der rechten Maustaste und sage hier, ich möchte mein Feature einschalten. Und fürs Parametrisieren schalte ich auch gleich die Fremdbezüge ein. Das heißt, ich klicke einfach hier auf dieses Symbol und meine Fremdbezüge werden eingeschaltet. Wie man auch hier im Beispiel sieht, braucht man 3 Punkte. Diese 3 Punkte helfen einfach, um in weiterer Hinsicht sich auf diese 3 Punkte mit den Parametern zu beziehen. Das werde ich hier gleich machen, das heißt, ich wechsle hier in den Ribbon 3D Standard und wähle hier die Punkte. So, weil ich mein Feature eingeschalten habe, werden hier dann meine Punkte auch mit eingetragen. Ich kann hier die Taste A drücken, zum Beispiel A für absolut 000, das wäre hier mein erster Punkt, den man hier sieht. Der zweite Punkt soll in der X-Achse auf 100 liegen und der dritte Punkt in der Z-Achse auf 100. So, somit habe ich hier meine 3 Punkte definiert, welche mir hier auch eingetragen worden sind. Ich möchte hier mit einem Kantblech starten. Das heißt, ich erzeuge mir hier eine Skizze, wähle hier in diesem Fall die senkrechte Ebene aus und sage hier in diesem Fall ein Rechteck. So, diese Skizze schiebe ich gleich in die Baugruppe Füllung rein und speichere die Konstruktion einfach mal ab. So, grundsätzlich gibt es 2 Muss-Variablen. Und zwar, das wäre der Wert I_L. Man sieht es hier. L natürlich. Das ist der Abstand zwischen den 2 Pfosten. Und IH, das ist der Abstand zwischen dem Boden und dem Handlauf. Man sieht es hier in diesem Bild eigentlich sehr schön. So, das heißt, ich kann hier auf die Zahl klicken mit Doppelklick und kann hier einen Wert zum Beispiel eintragen. So, I_L. Ich kontrolliere das noch mal ganz kurz. I_L, genau. So, mit OK wird mir abgefragt, wie groß soll es jetzt am Anfang sein. Ich sage hier in diesem Fall einfach mal 1000. Und dies soll I_H sein. Und das soll jetzt, damit ich es wörtlich besser erkenne, 800 sein. So, jetzt kann ich mit der rechten Maustaste noch
sagen, ich möchte hier daraus ein Blech erzeugen. Ich wähle hier einfach ein Halbzeug aus, hier einfach ein Alublech, 3 mm und sage hier einfach mal in Z-. So, somit habe ich hier mein erstes Teil in der Konstruktion und habe hier im Feature dieses Teils die Variablen. Das heißt, mit der rechten Maustaste kann ich hier diese Variablen dann steuern. Ich möchte aber, weil ich ja in weiterer Hinsicht mehrere Teile in dieser Variante habe, diese zwei Variablen übergeordnet steuern. Das heißt, ich kann die hier auswählen und kann hier mit der rechten Maustaste diese ausschneiden. Mit OK beende ich diesen Dialog und wechsle auf die Füllung. Hier wieder mit der rechten Maustaste kann ich diese Variablen einfügen. Ich kann hier auch natürlich diesen Knopf drücken. So, somit habe ich hier diese Variablen von diesem Alublech auf diese Füllung kopiert. Weil in weiterer Hinsicht werden wir ja noch weitere Füllungstypen oder Werte der Variablen haben, die ich übergeordnet auf die unterschiedlichsten Teile steuern möchte. Was möchte ich noch haben? Ich möchte einen Randabstand haben. Das heißt, ich kann hier Variablen des Teils auswählen und kann hier zum Beispiel sagen, eine neue Variable erzeugen. Ich gebe hier RA für Randabstand. Der Randabstand gebe ich hier einfach mal einen Wert von 50 und sage hier einfach einen Kommentar Randabstand. Dieses Kommentar wird in weiterer Hinsicht dann auch in den GUI Creator, also für die Oberfläche, mit übernommen. Mit OK schließe ich diesen Wert. So, das heißt, ich habe ja hier mein Teil. Mit der Shift-Taste kann ich dieses Teil auch anklicken und ich sehe hier auch die bereits erzeugten Variablen. So, jetzt ist natürlich so, ich habe hier einen Randabstand definiert, der mir hier ja auch nicht mit übernommen wird, weil ich ja hier diesen ganzen Wert habe. Das heißt, ich kann hier noch hergehen und sagen, minus 2 mal RA. Machen wir es schön. 2 mal. So. Das heißt, hier hat er automatisch das umgerechnet. Ich werde hier in diesem Beispiel den Randabstand auf allen Seiten gleich belassen. Das kann man natürlich dann mit Randabstand unten, links, rechts, oben, unten, alles individuell steuern. So, jetzt muss ich natürlich noch diese Skizze, die ich hier hinter dem Blech habe, auf diese Punkte auch beziehen, weil die müssen ja natürlich auch vom RA entfernt sein. Dazu kann ich natürlich wieder in den Dialog gehen oder hier im Feature über Skizze bearbeiten, was einem lieber ist natürlich. Ich gehe über den Dialog und sage hier, ich möchte diese Skizze bearbeiten. Hier gebe ich dann diesen Wert, das heißt diese Kante soll in diesem Fall, weil ich ja von absolut arbeite, kann ich natürlich hier auf diese Koordinaten, auf dieses Koordinatensystem gehen und sage hier, das soll RA sein. Und hier natürlich auch auf die Y-Achse. So, mit Skizze übernehmen kann ich diesen Dialog wieder schließen. So, somit habe ich hier meine ersten Teile definiert. Jetzt kann ich natürlich hier noch Laschen ankanten. Das heißt, ich mache hier einfach mal ein paar Laschen dazu. Ja, nicht den Punkt. So. Diese Kante. Und also übernehmen natürlich. Diese Kante unten lasse ich noch offen. Und somit habe ich hier meine erste Konstruktion erzeugt. So, wenn man dann in weiterer Hinsicht dieses IS dabei haben will, das ist dann auch für die schrägen Geländer.
Dann haben wir hier diese Abstände erzeugt. Man sieht auch hier, diese Werte werden auch hier mit übertragen. Dann ist hier noch wichtig das Baugruppeneinbaukoordinatensystem, weil mit diesem Einbaukoordinatensystem wird dann das Geländer eingebaut. Das heißt, wie kann ich das jetzt machen? Dadurch wir ja schon unser Koordinatensystem hier erzeugt haben, kann ich hier ganz einfach das Einbaukoordinatensystem auswählen. Das heißt, unter Konstruktion gibt es hier bei den Koordinatensystem das Einbaukoordinatensystem definieren. Das möchte ich hier natürlich auf die Erfüllung. Einbaukoordinatensystem definieren. Das heißt, ich habe Klick und habe hier dieses Koordinatensystem definiert. So, man sieht es hier auch an der Darstellung. Diese Teile oder diese Koordinatensysteme kann man hier natürlich über diese Icons ein- und ausblenden. Ich kann natürlich für spätere Werkstättenzeichnungen den Teilen auch Eigenschaften mitgeben. Das heißt, ich möchte hier eine Vorderansicht definieren, möchte auch der Füllung eine Vorderansicht definieren. Wenn man dann mehrere hat, kommen die dann natürlich auf die richtige Darstellung. So, im Prinzip haben wir jetzt dieses Blech definiert. Man sieht hier auch, man kann natürlich hier auch noch Werkstoffe abändern und hier noch ergänzen. Für mich ist aber im Grunde genommen im ersten Schritt einfach mal wichtig, wie kann ich dieses dann in den Katalog bringen. Dazu wechsle ich die Darstellungsart, weil ich möchte hier natürlich ein Bild haben. Bei mir ist eingestellt, dass die tangentiellen Kanten nicht dargestellt werden. Das heißt, ich sage hier, in dieser Ansicht möchte ich das einfach mal darstellen, weil das sehr oft einfach bei 3D-Ansichten, bei Kantblechen benötigt wird. Und das Teil ist aktiv. Ich wechsle jetzt in den Bereich Stahlbau und kann hier sagen, Variante für Geländer einbauen. Diesen Befehl starte ich jetzt einfach mal und ich habe hier im Prinzip den Aufbau des Kataloges. Das heißt, wo ich meine Füllungen ablegen kann, wo ich das dann auswählen kann. Im Prinzip bei den Füllungen gibt es ebene Füllungen. Ich möchte das hier einfach in diesen Dialog oder in diese Tabelle abspeichern. Und hier herunten habe ich noch den logischen Pfad auf dem Server, wo die Daten abgelegt werden. Ich gehe natürlich hier auch auf die ebenen Füllungen rein und möchte dies hier dann abspeichern. Hier habe ich noch gewählt, den Dialog-Editor starten. Das heißt, ich möchte den starten, weil ich auch noch eine Oberfläche dazu erzeugen möchte. Mit OK wird mir hier dieser GUI Creator gestartet und ich habe hier in diesem Fall nur eine Variable definiert. Diese kann ich hier definieren. Editbox ist einfach, wo ich einen Wert reinschreiben kann, oder eine Combo-Box, wo ich einfach wirklich Werte vorgebe. Das heißt, ich möchte hier ganz bewusst eine Combo-Box machen, um es einfach zu zeigen. Ich kann hier dieses einfach per Drag und Drop hier reinziehen. Man sieht automatisch, dass mir hier dieses Kommentar, was ich vorher gesagt habe, mit übernommen wurde. Hier kann ich dann noch, ich mache das einfach mal ganz groß, ich kann hier noch, wenn ich hier auf der rechten Seite klicke, noch weitere Sichtbarkeitsbedingungen definieren. Das heißt, wenn gewisse Werte erfüllt sind, dann soll das erscheinen. Ich kann hier noch weitere Einträge erzeugen. Das heißt, ich möchte hier ja Vorlagen haben. Das heißt einmal 25 und der Wert ist 25. Das heißt, das wird mir hier dann auch eingetragen. Oder ich möchte vielleicht noch machen ein paar Werte rein, dass man sieht. Dann gibt es noch die Variante 30 und einfach noch 40. Das ist der Unterschied. Bei der Combo-Box gibt man einfach Werte vor, wobei bei der Edit-Box kann ich Werte einfach beliebig reinschreiben. Ich kann auch noch sagen, okay, diese 30, dies soll der Default-Wert sein. So, hier sage ich noch im Prinzip speichern und jetzt wurde mir dieser Dialog abgespeichert. Ich könnte hier noch weitere Checkboxen, Topic Groups
oder Bilder einfügen. Das heißt, ich kann hier auch natürlich Bilder einfügen, dass ich ein Bild mache, dass ich hier das auch sehe, was die Werte bedeuten, um es einfach ein bisschen grafisch aufzuwerten. Für mich ist jetzt im ersten Schritt einfach die Funktionalität wichtig. Das heißt, ich mache das einfach mal zu, mache eine neue Konstruktion. Jetzt muss ich natürlich auch offen gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob ich HiCAD dazu neu starten muss. Ich werde im ersten Schritt einfach mal die Katalogverfolgung, standardmäßig ist es so eingestellt, den Katalog neu laden und möchte hier dieses Geländer einfach mal einzubauen. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich HiCAD nochmal neu starten muss, aber das sehen wir dann gleich. So, jetzt starte ich den Geländerkonfigurator. Wechsle im Bereich der Füllung und schaue nach, ob es drinnen ist. Das heißt, man sieht hier, die Füllung des Videos hat hier diese Werte, diese Vorlagenwerte, und ich möchte jetzt im ersten Schritt einfach mal schauen, ob es überhaupt funktioniert, und sage einfach OK. So, man sieht, ich habe hier meine Füllung bereits drinnen. Und ich kann natürlich hier jederzeit dies neu oder erweitern. Das heißt, ich möchte hier in diesem Fall einfach da weitere Werte drinnen haben. Das heißt, ich möchte hier im Prinzip einfach mal ein Lochmuster ergänzt haben. Ist natürlich für die Rechenzeit ein wesentlicher Effekt. Das heißt, ich werde das jetzt nicht zu klein machen, damit ich jetzt nicht so lange warten muss. So, ein Offset machen wir auch noch rein. So. Und sage einfach im Prinzip okay. So, jetzt habe ich im Prinzip dieses Blech, kann hier wiederum sagen, entweder wenn ich hier Variablen drinnen habe, kann ich ja natürlich jetzt danach schauen, welche Variablen habe ich zur Verfügung. Die könnte ich jetzt auch noch definieren und erweitern. Das heißt, das möchte ich jetzt auch trotzdem machen. Die Lochweite, sagen wir hier, das wird einfach dm für Durchmesser. Durchmesser soll jetzt 15 sein, damit ich sehe, dass es gleich funktioniert. Sage OK. Dadurch ich jetzt dieses Lochmuster auf dem Teil habe, wurde diese Variable an dieses Teil geschrieben. Das heißt, ich möchte das ja auch wieder übergeordnet steuern. Habe ich hier temporär ein rotes Rufzeichen gehabt, weil die Variable nicht gefunden worden ist. Und sage hier einfach Durchmesser Lochmuster. So, ich kontrolliere nochmal. Hier ist das rote Rufzeichen weg und jetzt speichere ich das nochmal ab. Jetzt wurde automatisch die letzten Einträge gefunden, weil im Hintergrund, das möchte ich auch noch ganz kurz erklären, hat dieses Füllung Video bei den Eigenschaften einen Teilenamen, und über diesen Teilenamen wird das im Katalog dann wiedergefunden. Das heißt, den hätte ich vorher auch schön benennen können, und auch mit diesem Wert ist das im Katalog dann abgespeichert worden. Ich sage jetzt da trotzdem nochmal speichern, sage OK, dann wird mir jetzt wieder der Dialog-Editor gestartet, und hier möchte ich das zum Beispiel mit der Editbox machen und kann hier einfach dies dann reinziehen und speichern. So, jetzt wechsle ich wieder in die andere Konstruktion, sage in diesem Fall Katalog neu laden. Jetzt muss ich selbst schauen, ob aktualisieren, muss ich schauen, ob es hier damit funktioniert oder rein, ob ich das neu einbauen muss. So, durchs Aktualisieren hat es funktioniert. Das heißt, jetzt sehe ich aber auch, irgendwas fehlt mir. Ich sage wahrscheinlich,
weil im Dialog beim Durchmesser nichts eingetragen worden ist. Das heißt, das muss ich jetzt einfach eintragen. Ich wechsle auf die Füllung, sage hier Durchmesser 25, damit man einfach einen Unterschied sieht. Und ich sage hier auch mal den Randabstand von 25. Und man sieht hier, das hat sich hier auch geändert. Ich möchte hier dann auch zeigen, wenn ich hier zum Beispiel diesen Träger als Beispiel verlängere um 2500, so, kann ich ja dieses Feature auch verziehen, das heißt, dass es vor dem Geländer ist. Und ich sage hier einfach, dass dieser Träger oder eigentlich das Geländer soll sich hier neu berechnen, das wollte ich eigentlich sagen. Entschuldigung, natürlich aktualisieren ist das für diese Varianten. Und somit habe ich hier diese Werte, diese Füllungen ergänzt.